Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Shirin, bei mir herrscht das Chaos. Ich bin Mutter von zwei kleinen Kindern und versuche das Chaos mit Hilfe der Fly Lady Methode in den Griff zu bekommen. Im heutigen Video nehme ich dich den gesamten Tag wieder bei uns mit, zeige dir, wo ich meine Routinen integriert habe und stoppe die Zeit für sämtliche Tätigkeiten im Haushalt. Wenn dich das Thema interessiert, bleib gerne dran. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, sollte dir das Video gefallen. Und solltest du neu sein, lass mir auch gerne ein Abo da. Das ist kostenlos für dich, das ist eine Unterstützung für mich. Ich danke dir und wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Um 7:25 Uhr hat heute der Wecker geklingelt. Ich muss heute beide Kinder fertig machen, um meine Tochter in die Kita zu bringen. Das heißt, ich versuche mich zu beeilen, bevor die Kinder wach werden, schnell mich selber frisch zu machen, von Kopf bis Fuß. Und ich mache auch immer direkt im Anschluss das Swish and Swipe im Bad. Also 2 Minuten nehme ich mir Zeit und putze einmal die Oberflächen lang. Ihr wisst, es gibt auch mehrere Videos zu dem Thema bei mir. Es geht nur darum, dass man einmal so ein bisschen entstaubt, Wasserflecken wegnimmt, die Toilette einmal reinigt und es muss nichts, keine Tiefenreinigung sein. Es ist wirklich nur 2 Minuten mal rumzugehen, damit der gute Zustand des Badezimmers weiterhin so anhält. Mittlerweile ist meine Tochter wach geworden. Ich mache ihr schnell noch ein Müsli. Sie frühstückt gleich nochmal gemeinsam in der Kita, also in einer halben Stunde. Aber trotzdem möchte ich, dass sie was Kleines im Magen hat, wenn sie das Haus verlässt. Ansonsten nutze ich noch schnell die Zeit für die 2 Minuten Raumrettung. Ihr seht, es ist ein bisschen chaotisch. Wir haben da links oben auch noch so zusammengelegte Wäsche von gestern Abend, die ich aus dem Trockner rausgeholt habe. Aber ich wollte da jetzt keinen Krach mehr machen, damit die Kinder wach werden. Also ich wollte sie jetzt nicht im Schlafzimmer verräumen. Aus diesem Grund liegen die Sachen da noch und müssen heute noch verräumt werden. Aber ich versuche halt in diesen 2 Minuten, die ich mir halt vornehme, einfach so ein bisschen die Ausgangssituation zu verbessern. Und jedes Mal, wenn man hier 1 und 2 Minuten halt ansetzt, dann verbessert sich halt auch unterm Strich das Bild. Also ich habe jetzt nochmal die Tische abgewischt und so weiter. Verräume jetzt noch, bringe jetzt die Sachen noch zurück in die Küche und kann mich auch nochmal in der Küche 2 Minuten drum kümmern, einfach ein bisschen Klarschiff zu machen. Mein Mann war heute früher wach, der ist schon auf Arbeit und da liegt wieder so ein bisschen was rum, was er halt heute früh benutzt hat und das räume ich jetzt halt auch noch weg. Also ich räume jetzt schnell noch die Sachen auf und versuche einfach in 2 Minuten so effektiv wie möglich vorzugehen und man merkt halt doch, in 2 Minuten passiert schon irgendwie doch ein bisschen was. In der Regel räume ich morgens als erstes die Spülmaschine aus. Die Spülmaschine ist gestern Abend aber nicht gelaufen, weil sie einfach noch genügend Platz hat für den heutigen Tag und somit sie erst heute Abend laufen wird. Ansonsten ist es halt immer sehr praktisch, wirklich abends die Spülmaschine anzumachen, morgens als erstes sie halt auszuräumen, sodass man direkt immer das schmutzige Geschirr dort lagern kann und das Geschirr sich nicht irgendwo in der Spüle stapelt. Nun mache ich noch schnell meine Tochter fertig, ich ziehe sie an, mache ihr die Haare, putze ihr die Zähne und versuche dann im Anschluss meinen Sohn zu wecken, was sich heute als etwas schwierig erweist. Ich habe dann einfach die Fenster geöffnet, ein bisschen frische Luft reingelassen, die Vorhänge beiseite gezogen, habe dann die Zeit genutzt, um schon mal die Betten zu machen. Betten machen hat sich wirklich bei mir eingebrannt. Also ich gehe nicht mehr aus dem Haus, ohne die Betten gemacht zu haben. Habe ich früher nie getan, mache ich mittlerweile jeden Morgen. Und meine Tochter kümmert sich im Hintergrund um die entsprechende Geräuschkulisse, so dass mein Sohn jetzt auch endlich aus den Federn kommt. Nachdem ich auch meinen Sohn soweit fertig gemacht habe, kümmere ich mich noch darum, dass ich die Klamotten von uns, also die Pyjamas und die Schlafsäcke, wieder zurück ins Schlafzimmer bringe. Ich verteile dann immer die Pyjamas auch direkt auf die jeweiligen Betten, so dass man sie halt auch abends direkt griffbereit hat und packe natürlich auch noch die Schlafsäcke hin. Mache jetzt die Kinder noch soweit fertig, dass wir jetzt losgehen können in Richtung Kita. Meine Tochter ist jetzt in der Kita, wir sind schon wieder zu Hause und ich kümmere mich um den nächsten Babyschritt nach Fly Lady und zwar jeden Morgen eine Maschine anzuschmeißen. Auch diesen Tipp befolge ich täglich und auch das hat mein Leben auf jeden Fall sehr vereinfacht. Ich habe keine Wäscheberge mehr und ich muss keine 5 Maschinen mehr an einem Tag waschen. Als nächstes kümmere ich mich um die 2 Minuten Raumrettung im Kinderzimmer. Das mache ich mehrmals am Tag, weil dieses Zimmer das wirklich auch benötigt. Ganz davon abgesehen, dass heute das Kinderzimmer besonders schlimm aussieht. Ich weiß auch nicht, warum der Staubsauger da steht, ehrlich gesagt. Aber nun gut, so ist es halt einfach heute.
Die Raumrettung hat nur 2,5 Minuten gedauert. Ich kümmere mich jetzt noch schnell darum, die Wäsche, die ich am Vorabend schon zusammengelegt hatte, zu verräumen und beginne dann heute mal mit der Zonenreinigung in der Morgenroutine. Also ich mache das immer unterschiedlich mit der Zonenreinigung. Ich passe das wirklich so ein bisschen an die Tagesform meiner Kinder an. Also entweder mache ich das ganz früh am Morgen. Also wenn die Kinder mitmachen, ist mir das morgens tatsächlich am liebsten, weil ich da schon gut in Fahrt bin. Die Betten sind schon gemacht, die Waschmaschine läuft schon. Ich habe schon so 2 Minuten in jedem Raum so ein bisschen schon klar Schiff gemacht. Und dann bin ich eigentlich schon so in diesem Arbeitsmodus drinne, dass es mir eigentlich relativ gut und einfach von der Hand geht. Deswegen mag ich das tatsächlich am liebsten gleich morgens zu machen, ist aber halt meistens mit den Kindern nicht so einfach. Dann mache ich das halt manchmal im Mittag, also in der Mittagszeit oder halt auch abends, wenn die Kinder schlafen. Das ist unterschiedlich. Heute habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, die ganzen Sachen da oben mal richtig schön abzuwischen und sauber zu wischen, weil die einfach schon länger nicht mehr, also die wurden zwar abgestaubt, aber nicht wirklich abgewischt. Und weil mein Sohn jetzt doch nicht mehr so richtig Lust hatte auf den Reistopf, also beziehungsweise auf die Schüssel mit diesem bunten Reis, habe ich ihm jetzt einfach noch ein paar Kinderlieder angemacht, so dass er noch kurz beschäftigt ist und ich meine Aufgabe einfach noch schnell zu Ende bekomme. Ihr seht, da hinten wurde schon länger nicht geputzt, also das war halt so eine schöne Ecke, wo man immer nur husch husch rübergegangen ist. Und da kümmere ich mich halt heute auch drum. Das ist halt das Gute bei der Zonenreinigung, weil man so halt immer wieder doch gezwungen ist, mal gewisse Punkte abzuarbeiten, weil man sich denkt, okay, wo war ich denn schon länger nicht? Und dort knüpft man dann mal an und dann sieht man halt auch so ein Chaos wie jetzt bei mir hier. Wir haben ja, wie ihr wisst, auch relativ wenig Platz in also in unserer Wohnung allgemein. Und hier unter diesem Tisch in der Ecke haben wir halt so ein bisschen noch Deko-Zubehör, was ich da unten lager. Jetzt wisst ihr es, könnte man bestimmt schöner anordnen, aber auf jeden Fall habe ich das dort alles sauber geputzt und abgesaugt und auch die Fußleisten und Heizungsrohre sind dort jetzt auch sauber. Also es ist nicht schön, aber es ist zumindest sauber. Ich habe jetzt noch 2 Minuten 20 über und kümmere mich noch schnell darum, dass ich das Zimmer nochmal durchsauge. Ich sauge sowieso jeden Tag wegen den Kindern, aber jetzt auch wegen dem ganzen Staubfischen und so ist es mir nochmal wichtiger. Und da wir gerade in der Zonenreinigung sind, versuche ich das Ganze heute auch nochmal ein bisschen gründlicher zu machen. Und zwar hebe ich dann jetzt nochmal die Teppiche an und versuche halt auch noch so ein bisschen unterm Teppich zu saugen, weil ja auch doch mal der ein oder andere Krümel halt runterrutscht und mache das einfach jetzt schnell noch in diesem Zuge mit. Es hat mich jetzt 1 Minute länger gedauert, also die Zonenreinigung ging heute 16,5 Minuten, ist, denke ich, trotzdem vertretbar. Es ist auf jeden Fall echt sauber geworden und da ich ja jetzt schon ein paar Tage Zonenreinigung gemacht habe, kann ich auch wirklich sagen, ich fühle mich jetzt wieder richtig wohl. Ich habe das Gefühl, es ist hier schon einiges wieder sauberer geworden und das freut mich jetzt. Wir haben ja die Fenster geputzt gehabt und so weiter. Es kommt aber auch noch ein Video zum Thema Zonenreinigung, was ich so die ganze Woche hier im Wohnzimmer so getan habe. Nun rette ich noch das vom Reis, was ich retten kann und den Rest sauge ich weg und damit ist dann auch die Zonenreinigung für den Tag beendet. Es geht weiter mit der Hotspot-Reinigung. Also ich stelle mir 2 Minuten den Wecker. Hotspot ist bei uns meistens tatsächlich der Flur. Ich habe zwar auch noch andere Hotspots in der Wohnung, wie zum Beispiel auch dem Stuhl im Schlafzimmer, aber dieser Hotspot ist mir wichtiger, weil das ist halt der Eingangsbereich. Der Eingangsbereich sollte ordentlich sein. Und da kümmere ich mich halt immer in diesen 2 Minuten darum, dass ich die Post verräume, dass ich versuche, da oben, was da halt auf dieser Ablage steht, halt wegzuräumen und vor allem auch so Mützen, Schals und sowas halt wieder zurückzuräumen in unsere Kiste, die dort steht und auch die Schuhe vielleicht wieder gerade hinzustellen. Jetzt war sogar ein bisschen Zeit. Ich habe dann noch hinten im Kinderzimmer was gemacht und ich habe noch 6 Sekunden über. Also wie man sieht, es sind immer echt ganz kurze Zeitfenster, aber die bringen halt irgendwie doch einen weiter. Und da wir Kinder haben, reicht bei uns halt wirklich nicht, das Saugen auf einmal die Woche zu schieben, sondern wir saugen täglich und vor allem auch die Haupträume. Ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber die Zeit gestoppt, sowohl beim Saugen in der Küche als auch im Kinderzimmer, Flur und auch im Wohnzimmer. Und ich habe insgesamt 6 Minuten gebraucht, um diese Bereiche halt zu saugen. Und das ist halt ganz wichtig, weil die Kinder kommen halt mit den Schuhen in den Flur. Meistens haben wir Sand an den Schuhen, weil wir halt ständig auf dem Spielplatz sind. Krümel im Wohnzimmer, weil die Kinder halt hier essen oder auch wir hier essen. Und natürlich auch Krümel in der Küche, weil man da kocht und macht. Und damit man halt die ganzen Sachen nicht von einem Zimmer ins andere Zimmer schleppt, saugen wir halt jeden Tag durch, manchmal sogar zweimal. Also das ist
den Kindern eher geschuldet oder beziehungsweise dem Familienleben geschuldet, dass wir so oft staubsaugen. Früher als Single habe ich es auf jeden Fall nicht so oft gemacht. Nun habe ich meinen Sohn noch in den Mittagsschlaf begleitet, habe jetzt auch schon die Waschmaschine ausgeräumt, sie in den Trockner gepackt. Ich trockne auch immer meine Waschmaschine aus, so dass sie halt auch ja nicht müffelt oder ähnliches, und nutze die Zeit, wo mein Sohn gerade schläft, damit, dass ich schon mal eine Suppe vorbereite für den Mittag, damit, wenn er wach wird, dass er was zum Essen hat. Auch wenn meine Tochter aus der Kita kommt und vielleicht einen kleinen Hunger hat, dass einfach was Warmes da ist. Ansonsten gibt es heute Abend noch was anderes zu essen. Während des Kochens habe ich mir mittlerweile angewöhnt, immer wieder die Arbeitsplatten sauber zu machen, direkt die Utensilien, die ich verwendet habe, abzuwaschen oder in die Spülmaschine zu räumen, alles, was gerade nicht gebraucht wird, wegzuräumen, einfach die Zeit in der Küche so effektiv wie möglich zu nutzen, so dass ich nicht später ein Schlachtfeld habe, sondern dass alles sauber und ordentlich bleibt. Normalerweise setze ich mich auch gerne in der Zeit, während das Essen kocht, setze ich mich auch mal gerne hin und gucke mir eine Serie an oder so. Ist aber heute in dem Fall nicht möglich. Ich mache eine Joghurtsuppe und die brennt relativ schnell an, wenn man da nicht regelmäßig umrührt. Das heißt, ich kann mich jetzt gar nicht so genüsslich zurücklehnen und suche mir dann in solchen Momenten halt immer noch eine Aufgabe. Das ist mal eine Schublade auszuräumen und auszuwischen, aber es kann halt auch wie heute sein, dass es einfach über mich kommt und ich denke mir: „Ach komm, ich könnte jetzt mal kurz die Fenster putzen.“ Das ist natürlich jetzt auch keine perfekte Form des Fensterputzens, heute vor allem nicht. Ich habe aber einfach mein Fensterputztuch, ihr kennt es ja, ich habe ja schon so oft davon geschwärmt. Ich verlinke euch die trotzdem in der Infobox. Habe auf jeden Fall mir einfach überlegt, dass ich mal ganz kurz die Scheiben zumindest sauber mache. Muss jetzt nicht der Rahmen sein, der Türrahmen und die Tür, sondern einfach nur mal kurz die Scheiben sauber zu machen, weil sobald die Sonne reinscheint, sieht man ja halt doch, dass die nicht so schön sauber sind, und dachte mir, ich mache das jetzt einfach schnell und so richtig schön gründlich kann ich das halt nochmal in der Zonenreinigung machen, aber jetzt so nebenbei fürs Kochen, warum nicht? Und dadurch, dass es wirklich mit diesen Tüchern so schnell geht, ist das einfach, ja, wirklich nebenbei gemacht. Ich habe jetzt mal spaßeshalber die Zeit gestoppt und ihr werdet ja gleich sehen, wie lange es gedauert hat. Ich liebe einfach diese Tücher. Es tut mir leid, dass ich euch damit vielleicht schon mittlerweile nerve, aber die sind einfach wirklich so, die haben einfach so mein Leben positiv beeinflusst, hätte ich die früher gehabt. Also es hat jetzt keine 3 Minuten gedauert und ich habe jetzt meine Doppelfenster in der Küche sauber. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber es ist 100%ig wesentlich besser als vorher. Der Trockner ist mittlerweile durchgelaufen. Ich setze mich jetzt ein bisschen hin, schaue mir was im Fernsehen an und lege die Wäsche zusammen und verräume sie auch direkt. Ich habe früher immer die Wäsche zusammengelegt, in den Wäschekorb gepackt und mir das irgendwie aufgeschoben, das Verräumen in die Schränke. Und das war wirklich ein ganz, ganz großes Problem bei uns, weil die Wäsche ist sehr selten zurück in den Schrank gewandert. Also manchmal haben wir uns auch wirklich aus dem Wäschekorb bedient. Und das war wirklich ein großes Problem. Und mittlerweile habe ich mir das wirklich angewöhnt, dass ich die Wäsche direkt, wenn ich sie zusammenlege, auch direkt verräume. Weil ich so einfach gar nicht wieder darauf warte, dass da ein Stapel ist, dass ich wieder eine demotivierende Aufgabe vor mir habe, sondern so ist es immer eine Maschinenladung. Das ist also wirklich überschaubar und es ist dann eigentlich auch in 2, 3 Minuten abgearbeitet und man hat einen Punkt mehr abgehakt. Es dauert nicht mehr lange, bis wir meine Tochter wieder aus der Kita abholen. Ich nutze jetzt noch schnell die Zeit, um einen Obst- und Gemüseteller vorzubereiten. Das mache ich eigentlich jeden Mittag, so dass, wenn wir nach Hause kommen, uns kurz hinsetzen können, was snacken können und uns halt auch austauschen können über den Tag.
Wir machen noch einen kurzen Abstecher im Supermarkt. Eigentlich hatte ich was Bestimmtes gesucht, was ich leider nicht gefunden habe, aber es ist wenigstens eine kleine Überraschung für die Kinder dabei herausgesprungen. Wir sind jetzt auch schon wieder zu Hause und ich bin bemüht, meine Tochter oder beziehungsweise meine Kinder, beide gleichermaßen, schon so ein bisschen zur Ordnung zu erziehen. Natürlich müssen sie gar nichts machen, aber ich versuche halt schon, sie zieht sich die Schuhe aus, dass ich dann sage: „Leg sie doch bitte da auf ihren Platz" oder so, oder „Lass die Jacke nicht auf den Boden liegen, leg sie oben drauf." Also, einfach so kleinere Geschichten, einfach in der Hoffnung, dass sie vielleicht Ordnung halten noch mal anders erlernt, als ich es selber erlernt habe. Nun lassen wir den Tag so ein bisschen entspannt angehen. Die Kinder beschäftigen sich und ich kümmere mich jetzt um das Abendessen. Heute bringt mein Mann von draußen Hühnchen mit. Wir machen es heute simpel und ich mache jetzt ein bisschen Reis und Berberitzen später noch dazu. Das ist ein persisches Gericht. Schmeckt sehr gut, kann ich nur empfehlen. Ist so süß-sauer. Wie dem auch sei, so sieht auf jeden Fall jetzt gerade der Zustand aus. Also, obwohl man den ganzen Tag was macht, aber es kommt halt doch immer wieder was zusammen, ist auch nicht so wild. Auf jeden Fall versuche ich halt immer wieder zwischendurch ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben, einfach damit das Ganze nicht ausartet. Also, es gibt auch Tage, wo ich es nicht schaffe, wenn ich wirklich den gesamten Tag mit den Kindern alleine bin, habe ich auch mal Tage, wo ich einfach nicht hinterherkomme und dann sieht es wirklich so aus, als wenn eine Bombe eingeschlagen hätte. Dann liegt hier Geschirr, da liegt Spielzeug, da liegen Klamotten und deswegen ist es tatsächlich einfacher, wenn man immer wieder kontinuierlich schnell, schnell wegräumt. Mach es gleich, dann ist es leicht, also da ist wirklich was dran. Ich versuche auch hier beim Tischdecken wieder die Kinder mit einzubinden. So habe ich sie einfach so ein bisschen unter Kontrolle und weiß, dass sie in der Zeit nichts, anstellen und sie freuen sich, dass sie da mitmachen können und auch der Kleine. Also, beide decken jetzt einfach den Tisch so ein bisschen mit und wie gesagt, das ist perfekt. So erlernen die halt auch was. Mittlerweile ist jetzt auch mein Mann zu Hause und wir essen jetzt schnell noch gemeinsam. Was heißt schnell? Wir essen einfach gemeinsam und tauschen uns über den Tag aus. Jetzt räume ich noch schnell den Tisch ab. Ich möchte jetzt an dieser Stelle auch zufügen, dass das eine Aufgabe ist oder allgemein mein Mann und ich, wir sind gleichberechtigt im Haushalt und auch im Leben und wir machen auch gleichermaßen viel. Also im Normalfall würde mein Mann jetzt hier mit mir zusammen den Tisch abräumen. Das ist jetzt nur fürs Video. Mein Mann möchte nicht vor der Kamera sein und aus diesem Grund seht ihr ihn nicht. Aber das heißt nicht, dass das auch hinter den Kulissen so abläuft, dass ich hier komplett den ganzen Haushalt und das ganze Leben hier alleine wuppe. Das ist auf keinen Fall der Fall. Wir haben auch keine festen Aufgaben. Wir unterstützen uns einfach gegenseitig und jeder, der halt gerade die Arbeit sieht, macht sie einfach auch. Nun gut, als nächstes kümmere ich mich ums Geschirr. Ich schmeiße jetzt noch die Spülmaschine an, so wie es halt auch jeden Abend der Fall sein sollte, so dass man halt am nächsten Morgen direkt die Spülmaschine ausräumen kann und sie wieder von vorne beladen kann. Ich räume auf jeden Fall alles weg, was so reinpasst in die Spülmaschine. Da passen noch 3, 4 Teller nicht mehr rein. Die wasche ich jetzt per Hand. Und ansonsten kümmere ich mich dann noch um die Raumrettung. Und zwar möchte ich dann noch mal schnell in der Küche klar Schiff machen, weil das ist dann für heute auch die letzte Amtshandlung in der Küche von mir. Und dann bin ich auch soweit durch und die Küche ist dann auch sauber und ordentlich. Die Küche sieht wieder ordentlich und vorzeigbar aus. Jetzt kümmere ich mich noch um das Wohnzimmer. Auch dort lege ich mir noch mal 2 Minuten fest für die Raumrettung, wobei eigentlich kaum noch was zu tun ist. Es ist ja die ganze Zeit kontinuierlich dran gearbeitet worden, dass dieser Zustand halt auch bestehen bleibt. Und ich lege jetzt zu guter Letzt auch noch die Kleidung für den nächsten Tag heraus, also sowohl meine als auch die für die Kinder, um einfach stressfrei in den Tag zu starten.
Jetzt, wo gerade mein Mann auch mit den Kindern beschäftigt ist, habe ich mir einfach überlegt, dass ich jetzt auch schon mal die Wäscheladung für den morgigen Tag vorbereite und auch schon die Startzeitvorwahl nutze, so dass die Maschine einfach automatisch dann in einer gewissen Zeit halt angeht. Mache ich nicht regelmäßig, mache ich aber ab und zu, wenn es dann über mich kommt. Und ich freue mich dann natürlich immer am nächsten Tag darüber, dass ich es getan habe, weil ich mir einfach dann selber eine Aufgabe von den Schultern abgenommen habe. Ich mache jetzt noch meine Tasche für den morgigen Tag fertig und damit bin ich dann auch für heute durch mit allem, was Haushalt und Fly Lady betrifft. Ich lasse jetzt den Abend ausklingen mit meinen Kindern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Gerne auch ein Abo, das ist eine Unterstützung für mich. Ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Video.